Wir sind hier gerade bei einem großen Hafen in Spanien. Von hier aus werden Rinder aus ganz Europa wochenlang auf Schiffen exportiert. Auch Tiere aus Österreich. Wir sind hautnah dabei, um dieses Leid zu dokumentieren, damit es nicht ungesehen bleibt. Hier unter uns sieht man den Hafen von Cartagena in Spanien. Der Hafen ist nicht erreichbar für Leute von außen, also niemand soll sehen, was dort mit den Tieren passiert. Jetzt gerade wird das Schiff Julia AK beladen. Und man kann sehen, mit welcher Gewalt die gestressten und verängstigten Tiere über die Rampe ins Schiff getrieben werden. Hier vor dem Hafen liegt ein anderes Tiertransportschiff vor Anker, die Mawashi Express, und die darf in der EU gar nicht mehr anlegen. Diese Schiffe sind größtenteils extrem marode und alt. Das Beladen auf die Schiffe dauert mehrere Tage und in der Zeit müssen die ersten Tiere im Schiffsinneren ausharren. Das verlängert den ohnehin schon wochenlangen Transport für die Tiere noch weiter. Und auf diese Schiffe schicken wir unsere Tiere wissentlich. Und das, obwohl die EU-Kommission festgestellt hat, dass Tiertransportschiffe und Tiertransporte generell, die über Schiffe führen, nicht EU-konform durchgeführt werden können. Man kann den ganzen Tag Tiertransporte in den Hafen ein- und ausfahren sehen, selbst in der Nacht. Dabei werden die Tiere aber gar nicht sofort verladen. Einige Tiertransporter werden einfach auf dem Parkplatz neben den Hafen abgestellt und die Tiere müssen dort stundenlang auf ihre Verladung warten. Einstreu haben sie keines. Die Tiere leiden wahnsinnig unter der Hitze. Sie haben auch keine Ventilatoren, geschweige denn Wasserversorgung. Das ist illegal. Diese Stiere wurden hier in Spanien gemästet, obwohl viele von ihnen in anderen Ländern geboren wurden. Dabei werden vor allem männliche Milchkälber exportiert. Das Leid auf diesen Transporten haben wir unter anderem schon 2019 hautnah dokumentiert. Von diesen Häfen werden die Rinder nach Ägypten, in den Libanon oder in andere Länder transportiert, wo sie dann abgeladen und weiter transportiert und schließlich brutal getötet werden. Wir haben in Österreich immer noch eine Kuhmilchüberproduktion, das heißt, dass mehr Milch produziert wird, als überhaupt konsumiert wird. Dafür werden jedes Jahr zigtausende Kälber geboren, denn Kühe geben nur Milch, wenn sie jährlich ein Baby auf die Welt bringen. Die männlichen Milchkälber werden als Abfall der Milchwirtschaft in Masthallen nach Spanien, Italien und so weiter transportiert. Österreich weiß ganz genau, was mit diesen Kälbern passiert. Österreich kennt die schrecklichen Bedingungen der Transporte. Österreich weiß, was mit den Tieren nach der Mast geschehen kann, dass sie wochenlang auf qualvollen Schiffstransporten in den Tod gefahren werden. Und deswegen fordern wir, Stopp der Exporte von österreichischen Milchkälbern sofort. Bitte hinterfragen Sie Ihren eigenen Kuhmilchkonsum und unterstützen Sie unsere Petition auf www.transportestoppen.at.